Grüß Gott, wie man hier sagt, zu Tag 2 in Wien. Heute steht auch einiges auf dem Programm, wie zum Beispiel der Besuch des Parlaments. Ich finde, das österreichische Parlament sieht wirklich eindeutig von der Architektur her auf jeden Fall innen besser aus als der Deutsche Bundestag, weil ich finde, guckt euch das doch mal an. Haben wir in Deutschland einfach nicht, finde ich recht schade. Allerdings, man muss auch beachten, das Parlament hier ist ein bisschen kleiner, denn Österreich ist ja auch ein kleineres Land als Deutschland. Vor allem hier dieser Versammlungssaal hier, wirklich crazy, wie ich finde. Das erstaunt mich halt wirklich. Eine Dachterrasse gibt es hier übrigens auch. Sieht auf jeden Fall auch recht cool aus von hier. Man hat Blick auf die Hofburg, wenn ich das richtig sehe, und da hinten auch der Stephansdom. Dann haben wir auch noch hier die Staatsoper. Wien ist nämlich auch Kulturhauptstadt. Und auch dieses interessante Gebäude hier, das direkt am Naschmarkt steht. Hier muss man ein bisschen aufpassen. Ähnelt ein bisschen einem Bazar. Man muss aufpassen, dass man hier nichts angedreht bekommt. Außer man will es natürlich. Dann gerne. Was wir heute auch noch machen, ist zum Schloss Schönbrunn fahren. Das ist die Sommerresidenz der Habsburger Monarchie, ist eines der Top-Sehenswürdigkeiten in Wien und ich dachte mir, wir schauen uns das einfach mal an. Allein wenn man reinläuft, sieht auf jeden Fall schon krass aus mit diesen Säulen und dann sieht man einfach dieses Schloss hier. Ist, würde ich sagen, vergleichbar mit Versailles. Ich war noch nie im Versailles, aber ich würde das einfach mal so behaupten. Sogar auch einen Blick reinwerfen, kostet allerdings was. Und man kann mal gucken, wie die Habsburger denn damals so gelebt haben. Ja, auch kleine Toilette hier, kleiner Toilettencheck, sehr basic, würde ich sagen, so eine 3 von 5. Highlight ist wahrscheinlich dieser große Saal hier. Ich finde, das ist schon echt imposant und auch echt schön. Vor allem mit diesen Spiegeln hier, den Kronleuchtern und diesen Gemälden an der Decke. Es hat auf jeden Fall wirklich was. Und wenn man fertig ist, kann man einfach im Schlosspark spazieren gehen und da zur Gloriette hoch. Das ist basically einfach ein Pavillon in Fancy. Da sind die einfach früher hochgegangen, haben da ein bisschen gechillt und sind dann wieder hier runtergegangen ins Schloss. Die Aussicht dann auf dem Weg nach oben aufs Schloss ist auf jeden Fall auch echt
krass, vor allem mit der Stadt und den Wiener Bergen im Hintergrund. Ja, und anschließend geht es auch für uns zurück. Das war's für heute. Wir sehen uns morgen wieder. Willkommen zu Tag 3 vom Wiener Rathaus. Waren wir an Tag 1 schon. Es ist allerdings jetzt abends, denn ich hatte vormittags recht viel zu tun. Deswegen machen wir uns heute einen schönen Abend mit einem Schnitzel und anschließend noch einen Besuch auf dem Prater. Ist quasi das Äquivalent zum Hamburger Dom, nur dass hier alles ganzjährig offen hat. Auf jeden Fall auch interessant. Es gibt hier recht viele Attraktionen und es ist aus irgendeinem Grund erstaunlich leer. Liegt vielleicht daran, dass wir in der Woche haben, aber es ist auf jeden Fall ein Vibe hier und ich finde, muss man auf jeden Fall mal besucht haben. Man muss auch nichts fahren. Es gibt ja auch anderweitig interessante Attraktionen, wie zum Beispiel das Riesenrad oder auch solche Reifautomaten hier, die eigentlich totaler Scam sind. Aber naja, es macht meiner Meinung nach recht Spaß. Und ja, und dann habe ich mich mal an der Boxmaschine versucht. So scheiße. Ihr seht, ich bin vielleicht nicht der Stärkste, aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, mal über den Prater zu laufen. Und ja, an dieser Stelle endet auch Tag 3. Weiter geht's im nächsten Video mit Tag 4. Und ja, tschüss, bis zum nächsten Mal.